So, und jetzt zu der Erklärung meiner Eisbäder-Aktion, die schon mal niemand alleine durchführen sollte. Bei mir ist es mein Seelengefährte Radovan, der auf mich aufpasst. Das Herunterladen des vollständigen Beitrages ist erlaubt und gewünscht. Hiermit möchte ich Aufmerksamkeit erregen, um bei einem uns allen betreffenden Thema zuzuhören. Den Text habe ich vorgefasst, weshalb meine Augen immer zum Laptop schwenken und das meiste werde ich vorlesen. Ich betone, dass ich es bevorzuge, alleine zu recherchieren und mich von Einheitsmeinungen sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite distanziere. Ich hinterfrage alles, auch mich selbst und meine eigenen Wahrnehmungen. Erfahrungen im Kosovo haben mich gelehrt, dass wir manchmal blind sind und nicht hinschauen, wo wir eigentlich hinschauen sollten. Besonders dann, wenn wir den Hinweis bekommen, dass es anders ist, als man denkt. Damals, es war im Jahr 2001, hatte ich einen Teilausschnitt der Massenverbrechen an Serben vor Augen, die, wenn überhaupt erwähnt, entweder kaschiert, geleugnet oder relativiert werden. Es war ein Granatenanschlag auf eine serbische Familie und ich erlebte die Ermittlungen der KFOR-Beamten mit. Das war ein Amerikaner und ein Italiener, die mir sagten, ich hätte keine Ahnung, was dort unten los sei. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis ich den Widersprüchen nachgegangen bin und gemerkt habe, wie wir manipuliert und die Ereignisse so gebogen werden, dass sie in eine bestimmte Agenda passen. Teils absichtlich und zum größten Teil innerhalb eines Systems, wo Abhängigkeiten und Befangenheit den Lauf der Dinge bestimmen. Meine Eisbäder-Aktion bezieht sich jedoch auf den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Faktenchecker sagen, der ist harmlos. Kritiker warnen teils verzweifelt davor. Jetzt geht es nicht darum, was ich glaube, sondern vielmehr um die Rolle der WHO und um den Menschen, der Chef des Ganzen ist. Teams haben den auf Englisch verfassten Pandemievertrag vorgenommen und die wesentlichsten Inhalte in 25 Sprachen übersetzt und die entsprechenden Seiten der WHO verlinkt. Die Welt ist in 195 Staaten eingeteilt. 194 davon gehören der WHO an. Wenn die Vertreter dieser Staaten bis Mai 2024 dem schon existierenden Pandemievertrag nicht widersprechen, dann hat ein einzelner Mensch die alleinige Entscheidungsbefugnis zum Ausrufen einer neuen Pandemie und eines Notstandes, zum Festlegen von Reisebestimmungen, zum Festlegen der Einnahmen und Injektionen von Pharmaprodukten, zum Festlegen, welche pharmazeutischen Produkte verabreicht werden müssen und wer Hersteller dieser Produkte sein darf, und zum Festlegen weiterer Maßnahmen, deren Umsetzung sich die Regierungen nach dem Ultimatum im Mai 2024 verpflichtet haben, wenn kein Widerspruch erfolgt. Unter Umständen werden die Maßnahmen mit militärischer Gewalt umgesetzt. Es geht nicht darum, was ich glaube, aber instinktiv gehe ich erstmal davon aus, dass die Kritiker recht haben und sehe da einen Vorteil für mich. Dieser Mensch mit alleiniger Entscheidungsbefugnis wird der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom, sein. Wir kennen sämtliche Politiker der Großmächte beim Namen. Aber wer ist Tedros Adhanom und was weiß man über ihn? Sein Name als Generaldirektor der WHO wird offiziell von einer dramatischen Bilderbuchkarriere begleitet.
Geboren in einer armen Familie, habe Tedros Adhanom als 7-Jähriger seinen kleinen Bruder sterben sehen und ist überzeugt davon, dass dieser mit einer Masernimpfung überlebt hätte, weshalb er in London Immunologie studierte. Den Doktortitel erwarb er in Nottingham. Seine Doktorarbeit befasste sich mit der Auswirkung von Staudämmen auf die Malaria-Übertragung in der Region Tigray. Weiterhin werden ihm zahlreiche Aktivitäten in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens nachgesagt, bei denen er Initiativen gegen Malaria, Tuberkulose, Ebola, AIDS und Cholera erfolgreich geleitet habe. So habe er auch in Äthiopien in 6 Jahren ein gut funktionierendes Gesundheitssystem aufgebaut und versprach bei seiner Wahl zum Generaldirektor der WHO, sich für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für jeden Menschen auf der Welt einzusetzen.